Das Drum Rack ist, so ein Hafen für Samples, für Drum Samples. So, also MIDI ist ein Code, ein Protokoll. Okay? Uralt, aber hier ist MIDI quasi, also MIDI ist immer das, wo wir mit dem Instrument, im Keyboard, irgendwelche Noten reinspielen. So. Aber dieses Instrument oder dieses Keyboard, aus dem kommt kein Sound raus. Aus dem kommt nur raus, ich bin die Note A und ich gehe jetzt gerade an. Okay. Und ich bin die Note A, ich gehe jetzt gerade aus. Das ist alles, was dieses Protokoll übermittelt. Okay? So, das heißt, was jetzt passieren muss, ist intern in der Software, muss jetzt aus Hallo Note A, ich bin da und Tschüss, ich bin jetzt nicht mehr da, müssen wir das irgendwie in Sound umwandeln. Und dafür brauchen wir ein Instrument. Das heißt, die MIDI-Spur an sich, die macht erstmal nichts. Die sagt nur, schick mir Noten, ja, aber wir brauchen ja jetzt irgendwie den Sound. Und es gibt einen, wenn ihr ihr findet alle Instrumente unter Instrumente, wenn ihr da links draufklickt. Ja? Und dann gibt es ein Instrument speziell für Drums, das nennt sich Drum Rack. Um jetzt der MIDI-Spur dieses Instrument zuzuweisen, nehmen wir das von hier und ziehen das Drag and Drop auf die MIDI-Spur. Jetzt heißt die MIDI-Spur nicht mehr MIDI, sondern jetzt heißt die Drum Rack. Das Drum Rack ist, so wie ihr gerade schon festgestellt habt, von Haus aus erstmal leer. Das Drum Rack ist, so ein Hafen für Samples, für Drum Samples. Dafür ist es eigentlich gebaut. Ja? Es kann noch viel mehr, aber das kann es besonders gut. Genau. So, das heißt, was ihr jetzt machen müsst, ist jetzt Samples da reinkriegen. Samples kriegt ihr da rein, indem ihr die entweder aus dem Finder per Drag and Drop oder hier links aus diesen Ordnern da reinzieht. Oder zum Beispiel, ja, da gibt es hier einen Ordner, der heißt Samples. Wenn ihr auf Samples klickt, dann findet ihr ganz viele einzelne Samples. Und zwar sehr, sehr viele, weil hier alle Samples quasi drin sind. Und jetzt kommt die Suchfunktion ins Spiel. Mit der Suchfunktion kann ich hier oben einfach draufklicken und zum Beispiel mal Kick eingeben. Und jetzt bleiben hier nur Samples übrig, wo irgendwie das Wort Kick mit drin verbaut ist. Und dann kann ich hier mal draufklicken und einfach sagen, okay, das gefällt mir gut. Wenn ich dann eins gefunden habe, was mir gut gefällt, dann kann ich das nehmen und dann Drag and Drop zum Beispiel hier auf die Note ziehen. Und jetzt kann ich hier Beats bauen, wie ich es brauche. Ja, also würde ich dann eher so.